ihr Lieben, als erstes will ich mich bei jedem einzelnen Abonnenten herzlich bedanken. Jetzt sind es schon 20.000. Unglaublich. Ich habe extra für euch was anfertigen lassen, aber leider ist es noch nicht da. Darum machen wir das im nächsten Video. Jetzt geht's endlich los mit dem Projekt. Viel Spaß dabei. Ich habe immer noch keine Teile da. Die liegen noch bei ihm rum. Er hatte immer noch keine Zeit gehabt, mir die vorbeizubringen. Also hole ich die jetzt schnell ab. Ich habe mir auch ein neues Vehikel zugelegt, da bei meinem Audi das Ausrücklager völlig fertig ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Auf nach Nürnberg. Der blaue Vito von meinem Kumpel, mit dem ich meinen E36 geholt habe. Den habe ich ihm günstig abgekauft. Der fährt sich so ganz gut, aber da muss viel dran gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber eigentlich habe ich jetzt schon zu viele Autos. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ich noch eins brauche. Völlig irre. Na egal, ich hole jetzt schnell die Teile ab. So, da sind wir. Mal gucken, ob er auch da ist. Aber so wie ich ihn kenne, hat er wie immer keine Zeit. Wir gehen mal rein. Ist Stefan da? Nee, Stefan ist nicht da. Der Teile liegen. Okay, danke. Ciao. Wie immer ist er nicht da, aber wir laden jetzt schon die Teile ein und dann sehen wir uns gleich wieder in meiner Halle. So, endlich zurück in meine Halle. Jetzt nur kurz zur Info, ich kann leider die Teile nicht filmen. Sonst wäre es Werbung und ich müsste dann dieses Video als Werbevideo kennzeichnen und das möchte ich nicht. Diese Teile werde ich wechseln. Bremsscheiben mit Belege, Stoßdämpfer, Feder, Querlenker, oberen Querlenker, unteres Traggelenk, Koppelstange, Spurstangen, Bremsschlauch. Na dann mal los. Ich habe letztens angefangen, mir einen Überblick zu verschaffen und schon mal den Stabi ausgebaut. Mann, dreht sich mit der Scheiß. Das fing ja schon mal gut an, aber ist ja klar bei so alten Autos. Als ersten Schritt Bremssattel ab. Das hier ist ein sogenannter Festsattel. Der hat immer mindestens 2 gegenüberliegende Bremskolben, welche die Belege auf die Bremsscheibe pressen. Der hier hat sogar 2 pro Seite. Aber kein Wunder bei dem Gewicht und der Leistung. Zuerst kommen die Bremsbelege raus. Dafür nimmt man die beiden Stecker hier ab. Die sind für die Verschleißanzeige der Bremsbelege. Dann die beiden Stifte mit der Feder raus. Und schon kann man die Belege rausnehmen. Nun die Halterung hier ab. Als nächstes die Bremsleitung vom Bremsschlauch abschrauben. Ich verschließe die Bremsleitung immer mit so einer Schutzkappe vom Entlüfterventil. Am besten den Boden ein bisschen abdecken, damit die Bremsflüssigkeit nicht auf den Boden tropft. Danach den Bremsschlauch hier noch ausfädeln. Hier ist leider die Fixierschraube abgerissen. Das ist nicht weiter schlimm. Nur wenn ich den Bremssattel abnehme, fällt die Bremsscheibe runter. Damit das nicht passiert,
habe ich das hier mit einem Radbolzen und in dem Fall einer 22er Doppelmuffe gesichert. Man kann natürlich alles dafür nehmen. Scheiben, große Muttern, was man gerade so da hat. Jetzt schraube ich die beiden Schrauben hier raus und nehme den Bremssattel ab. Nun löse ich noch mein Konstrukt und nehme die Bremsscheibe ab. Jetzt komme ich an die Mutter von der Koppelstange ran und die schraube ich ab. Die kann man jetzt einfach raushauen. Nächster Schritt, den ABS-Sensor hier abschrauben. Jetzt kann man den Kabelbaum zur Seite legen. Als nächstes nehme ich den Stoßdämpfer raus. Die Mutter oben habe ich schon abgeschraubt. Das sollte man immer machen, bevor man den Wagen hochhebt. Jetzt braucht man nur noch die Mutter hier abschrauben und von der anderen Seite hier gegenhalten. Jetzt nehme ich den Spulstandkopf ab. Da der ja neu kommt, kann man den ruhig mit dem Schlagschrauber abschrauben. Den kriegt man am besten raus mit so einem Kugelgelenkabzieher. Wollte gerade den Hammer nehmen und richtig draufsemmeln. Der war schon ab. Als nächsten Schritt trenne ich den oberen Querlenker vom Achsschenkel. Damit mir die ganze Geschichte hier nicht runterdonnert, drücke ich mit dem Getriebeheber dagegen.
Und schon kann man ganz in Ruhe hier oben arbeiten. Jetzt muss man den Achsschenkel hier auseinanderdrücken, damit der obere Querlenker rausgeht. Ich nehme für sowas immer Opas Schraubendreher und einen Hammer. Raus das Ding. Jetzt lasse ich den Getriebeheber langsam ab. Nun nehme ich die Feder raus, aber dafür muss man die erstmal zusammenspannen. Ich wollte euch mal die Federn zeigen, was das für ein Unterschied ist. Ich habe mal nachgemessen und es sind 90 mm Unterschied zu der. Und das ist auch schon eine 30 mm Tieferlegungsfeder. Das heißt, der Hartz-IV-Tuner hat die Feder um 120 mm abgeschnitten. Na, kein Wunder, dass es so stark geschliffen hat. Der war doch nicht ganz knusper. Als nächsten Schritt nehme ich den Achsschenkel raus. Das geht jetzt ziemlich easy, man muss nur noch die Mutter hier abschrauben. Geh doch ab, du Scheiße. Eine Stunde später. Fertig. Jetzt kommt der obere Querlenker raus. Da schraubt man die 4 Inbusschrauben hier raus. Als nächstes Querlenker raus. Die beiden Muttern abschrauben und dann raus mit dem Ding. So, zum Schluss noch die Spulstange raus und dann bin ich erstmal fertig mit Ausbauen.
sieht ja schon mal gut aus. Alles raus. Ich mache jetzt alles hier schön sauber. Auch die Teile, die ich wieder einbaue. Sind ja nicht mehr viele. Dann bereite ich alles vor und dann wird alles wieder eingebaut. Ganz kurz mal zwischendurch. Es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte. Bei den Spurstangen ist die kürzere Seite Linksgewinde. Also darauf achten, dass man nicht in die falsche Richtung dreht. Beim Bremssattel sollte man immer die Staubmanschetten auf Beschädigungen prüfen und dass es hinter der Nut nicht zu sehr verdreckt oder rostig ist. Dann noch die Gleitflächen für die Bremsbeläge richtig sauber machen. Was noch wichtig ist, alle Schrauben, die wiederverwendet werden, vom Bremssattel, ABS-Sensor und so weiter, das Gewinde sauber machen. Das muss aussehen wie neu. Da muss Schraubensicherung drauf. Und wenn es nicht richtig sauber ist, hält es nicht. Und nicht vergessen, die Rattenhaube sollte penibel gereinigt werden. Hier dürfen weder Rost, Dreck oder irgendwelche anderen Rückstände vorhanden sein. Die Oberfläche sollte metallisch blank sein. Nur so liegt nachher die Bremsscheibe plan auf und läuft in einer Flucht mit der Achse. So, ich habe alles vorbereitet, jetzt kann ich alles wieder zusammenbauen. Das mache ich in umgekehrter Reihenfolge. Anfangen tue ich mit der Spurstange. Hierbei ist es wichtig, immer eine neue Sicherungsmutter zu nehmen. Aber die ist meistens mit dabei. Die wird später mit 50 Newtonmeter festgezogen. Wenn man den Querlenker reinmacht, sind die manchmal ein bisschen störrig. Da sollte man sich schon einen Gummi oder einen Holzhammer bereitlegen. Macht sich einfacher. Die beiden Sicherungsmuttern müssen auch immer erneuert werden. Ich ziehe die jetzt nur leicht vor. Die werden später mit 180 Newtonmeter angezogen. Aber dabei muss das Fahrzeug mit den Rädern auf dem Boden stehen. Man kann sich ein bisschen an den alten Abdrücken von den Unterlegscheiben orientieren. Aber man muss auf jeden Fall gleich eine Achsvermessung machen. Ganz, ganz wichtig. Als nächstes kommt der obere Querlenker rein. Der sitzt in einer Lagerschale. Und die wird mit 4 Inbusschrauben angeschraubt. Auf die Schrauben kommt Schraubensicherung. Und die werden mit 50 Newtonmeter festgezogen. Jetzt kommt der Achsschenkel wieder rein. Das Traggelenk habe ich schon eingebaut. Das muss nur noch mit 140 Newtonmeter angezogen werden. Die Mutter hier oben wird mit 100 Newtonmeter angezogen.
erstmal für heute. So schnell sind 20 Minuten um. Aber es geht ja im nächsten Video gleich weiter. Und da habe ich auch was ganz Tolles für euch. Hoffentlich ist es bis dahin auch da. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei jedem einzelnen Abonnenten von euch. Ihr seid echt der Hammer. Ich wünsche euch allen noch einen tollen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.